Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute, wie du diesen leuchtend bunten Kettenanhänger und fröhliche geometrische Ohrhänger knüpfen kannst. Zuerst arbeiten wir die Anhängerschlaufe. Dazu nimmst du einen 30 cm Faden und machst einen doppelten Anker in die Ecke deines Metallrahmens. Das war jetzt der einfache Anker. Für den doppelten Anker wickelst du jedes Fadenende noch einmal um deinen Metallrahmen herum. Jetzt steckst du den Metallrahmen fest und nimmst deinen langen 45 cm Faden am Ende. Das Ende kann ruhig kurz sein, denn das wird sowieso abgeschnitten. Du hältst die Kreuzung fest, gehst einmal oben herum, unten durch, festziehen, immer noch gut festhalten hier, noch einmal oben herum, anziehen. Wenn du alles richtig gemacht hast, kannst du nun diesen Knoten nach oben schieben. Du gehst mit einem langen Faden unter den zweiten Faden und machst wieder einen doppelten vertikalen Halbschlag. Die Schlinge rutscht am Faden hoch. Der lange Faden geht unter diesem kurzen durch. Du wechselst die Hand, hältst den kurzen Faden mit der rechten und machst nochmal in die andere Richtung einen doppelten Halbschlag. 1, 2, gehst wieder unten durch, nach links, wieder ein doppelter Halbschlag. 1, 2. Der lange Faden geht wieder unten durch. Du wechselst die Hand und machst wieder einen doppelten Halbschlag nach rechts, einen vertikalen. Nochmal diese Schlaufe legen, der Faden geht in die Schlaufe rein und so weiter. Der Knotfaden wird oben und unten abgeschnitten und gleich verschmort. Du biegst deine Schlaufe nach hinten. Der rechte Leitfaden der Schlaufe geht nach rechts, der linke nach links. Für die Ohrringe brauchst du natürlich keine Anhängerschlaufe. Du fängst hier an dieser Stelle an und denkst dir die Anhängerschlaufe einfach weg und knotest die Fäden an, wie gleich erklärt.
und knotest den mit einem doppelten Anker um dein Metallrähmchen und um den Leitfaden der Anhängerschlaufe. Einfacher Anker und nochmal mit jedem Faden oben durch und herum. Gut festziehen. So machst du auch alle anderen Fäden fest. Wenn du 3 Fäden so befestigt hast, nimmst du am Schluss diesen Faden von der Schlaufe und machst mit dem auch noch einen doppelten Halbschlag. Erst nach unten durchziehen und dann oben herum und durch die Schlaufe und noch einmal oben herum und durch die Schlaufe. Dieser Faden wird nicht mehr benötigt, der wird weggelegt. Auf der anderen Seite machst du genau das Gleiche. Das ist jetzt der Schlaufenfaden. Der geht jetzt einmal oben rum, unten durch und noch einmal oben herum und unten durch. Der wird weggelegt, wird nicht mehr gebraucht. So, jetzt beginnen wir mit der Innenfüllung. Du nimmst den ersten Faden innen von der rechten Seite, legst ihn über die anderen Farben auf der anderen Seite. Zuerst machst du mit dem beigen Faden einen Halbschlag um den hellgrünen herum. Dann geht der hellgrüne unter den nächsten und der hellgrüne knotet jetzt um den beigen herum. Der hellgrüne geht wieder über den nächsten Faden und der gelbe knotet jetzt um den hellgrünen. Der hellgrüne geht wieder unten drunter und knotet um den gelben herum. Der hellgrüne geht um den mintgrünen oben herum und der mintgrüne wickelt sich um den hellgrünen. Immer der Faden, der ganz straff gehalten wird, den sieht man nicht. Man sieht nur die Farbe, die darum herum gewickelt wird. So, hier ist jetzt der Faden von der Anhängerschlaufe, den wir weglegen. Nächste Reihe. Letztes Mal haben wir mit einem horizontalen doppelten Halbschlag angefangen. Jetzt fangen wir mit einem vertikalen an. Das heißt, der grüne geht unter den beigen
Und der Beige wird umknotet, das heißt, man sieht den Beigen nicht. Jetzt kommt der horizontale, der grüne geht über den Beigen und man sieht jetzt die beige Farbe. Und so knotest du immer abwechselnd einen vertikalen und einen horizontalen Halbschlag. So, jetzt kommt auf jeden zweiten Faden eine Perle. Das heißt, wir machen zuallererst unsere Fäden unten drunter. Und mit dem Fadenende durch die Schlaufe. Einmal, das gleiche noch einmal. Und das gleiche noch einmal, also dreimal durch. Der nächste Faden ohne Perle. Jetzt wieder eine Perle. Den letzten Faden lässt du vorerst weg und machst zuerst die andere Seite und beginnst wieder mit einer Perle. Machst wieder diese Schlaufe oben herum und unten durch. Zweimal. Sehr festziehen. Dreimal. Die letzten beiden Fäden fädelst du durch die gleiche Perle. Damit das besser geht, habe ich die über eine Bienenwachskugel gezogen. Dann wird der Faden schön steif und die Fadensträngchen kleben besser zusammen. So.
Da geht es jetzt ein bisschen eng zu. Erste Schlaufe. Zweite Schlaufe. Und die dritte Schlaufe. Andere Seite. Da mache ich jetzt die Schlaufe in diese Richtung. Einmal, weil ich hier mehr Platz habe zum Durchkommen. Zweimal. Dreimal. Und jetzt kann ich alle meine Fäden abschneiden und abschmoren. Fertig ist mein Anhänger. Du kannst jetzt zu deinem Anhänger einen passenden Knopfverschluss knüpfen mit einer verstellbaren Schlaufe. Wie du diesen Knopfverschluss machst im gleichen Muster wie dein Anhänger, das zeige ich dir im nächsten Video. Oder du kannst ein Band machen mit einem Schiebeknoten und unten dran 2 kleine Rauten, genau im gleichen Stil wie dein großer Anhänger. Und nun zu den Ohrhängern. Ringe für die Ohrhänger öffnet man immer zur Seite. Vorderseite, ich schiebe meinen Ring ein. Und jetzt muss ich aufpassen, dass der Ohrhänger richtig rum reinkommt. Ring schließen. Fertig.